Wunderschönen guten Tag. Hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Abend. Hallo, hallo. Wie geht's euch allen? Ist schon irgendwer da? Hello, hello. Anyone here? Danke Handy für die Benachrichtigung, dass ich live bin. Hello, Chiara. Na, alles gut? Oh, und da kommt schon der Easy Raid rein. Hello, hello, pünktlich wie immer. Jetzt frage ich mich gerade nur, warum ich keine Alert bekommen habe. Hm. Okay, aber die Alerts scheinen zu funktionieren. Warum kriege ich keinen Raid Alert? Hm. Einen wunderschönen guten Abend, Easy. Einen wunderschönen guten Abend, Alex. Einen wunderschönen guten Abend, Sweetheart. Wie geht's euch? Vielen Dank für die Subs. Sehr schade. Ja, ich frage mich aber gerade halt, warum so. Ähm. Xantos, auch dir danke für deinen Sub. Easy ist pünktlich fertig geworden. Ja, alles klar. Perfekt. Perfekt, perfekt. Aber, also. Scam Train, ist es schon wieder soweit? Scheiße. Ja, herzlich willkommen. Ich bin wieder da, ich bin wieder gesund. Zumindest einigermaßen. Zumindest soweit, dass ich sage, ich kann streamen und ich kann auch morgen arbeiten. Der Bits Alert funktioniert auch, wie wir sehen. Nur der Raid Alert nicht. Ich habe aber auch kein Alert im Alert Slider hier bekommen. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass ich deswegen kein Alert bekommen habe, weil hier halt keiner aufgetaucht ist. Wurde mir aber hier halt angezeigt. Ich muss da nochmal rein investieren. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die mich vermisst haben. Ähm, in der Kategorie sieht man schon, was wir heute spielen werden. Ja, keine Ahnung. Jetzt habt ihr mich raus. Achso, genau. Wir spielen heute The Turing Test. Hat folgenden Hintergrundgedanken. Ich habe gegoogelt, was gibt's denn so? Ja, vielen Dank auch für diese 100 Bits von Santos. Also, ich habe gegoogelt, was sind denn Games, die ähnlich sind wie Portal 2? Ja, und habe gelesen The Turing Test und dann dachte ich mir, den Namen kenne ich doch irgendwie. Und es stellte sich heraus, das Game liegt in meiner Bibliothek seit längerer Zeit. Und dementsprechend dachte ich, alles klar, warum nicht dieses Game dann spielen? Ich habe das Game nur einmal aufgemacht, um zu gucken, ob es funktioniert. Turing Test ist ja mal ein richtig altes Spiel. Ich habe, also keine Ahnung, wie alt das Ding ist. Ist auf jeden Fall in meiner 2016. Also 2016 ist jetzt, also das sind jetzt 7 Jahre. Geht jetzt, also Portal ist älter. 2016. August 2016, um genau zu sein. Und dementsprechend dachte ich, gucken wir mal rein. Wenn das Game nichts ist, dann, keine Ahnung, spielen wir noch irgendwas anderes. Aber ich dachte, let's give it a try. Und ich würde sagen, wir machen die Musik mal aus und gehen rüber ins Game. Das hat schon mal funktioniert. Das hat auch funktioniert und Sound ist auch da. Sehr gut.
The Entrapment Center. Ist das ein neues Game von den Machern oder wie? Neue Transition, ja, neue Transition. Hier, zack. Oh, Transition kaputt. Transition. Transition. Woo! Sehr gut. Ist auch eins dieser Portal-Likes. Alles klar, gucke ich mir vielleicht dann danach mal an. Ich dachte mir jetzt erstmal, das Game habe ich in der Bibliothek noch nie gespielt. Dann kann man das ja mal rausholen. Und dementsprechend spielen. Seid ihr alle ready? Ich drücke auf New Game. Let's go. Sehr gut. Morning, Eva. Your wake-up has been sanctioned by the ISA. We lost contact with the ground crew 450 hours ago. We have tried to establish further communications, but we are not getting any responses. We need you to investigate. Okay, doesn't it make sense to do visual checks first? We have already looked at the data. The ISA has made the executive decision that you report to the surface post-haste. You are our emergency response. What exactly is the emergency? The ground crew found an organism the ISA believed to be dangerous. We need to re-establish communication. Okay. Oh, ruckel, ruckel, ruckel. Wir scheinen im Weltall zu sein. Und haben Verbindung zur Erde verloren. Und ich habe schon wieder so eine krass hohe Maus-Sense. Settings. Controls. Kann man keine Maus-Sense einstellen. Sensitivity. Jawohl. So. Apply. Ja, fühlt sich besser an. Okay, also, wir sind im Weltraum. So viel habe ich schon mal mitbekommen. Vielen Dank für den Level 1 Hype Train. Danke, danke. Oh, wir können uns Sachen angucken. Eine Tasse. Mhm. Das ist der Roboter, der uns gerade aufgeweckt hat. Habe ich eigentlich... Bla bla bla, bla bla bla. Motion Blur brauchen wir nicht. Subtitles brauchen wir auch nicht, okay. Alles klar. I guess wir müssen hier lang. Ava Turing, das sind wahrscheinlich wir dann. Wir haben das Jahr 2250. 13. Mai, also quasi in 3 Tagen und dann weiter vorne. Ein paar Jährchen. Achso, nee, warte mal. Da sind wir aufgewacht. Alles klar. Ja. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, ganz viele Kollegen, die hier noch unterwegs sind. Guck mal, hier grüne Pfeile, da müssen wir wahrscheinlich lang gehen. Okay. So. Okay. Incorrect. Alles klar. 1, 2, 3, 4 ist nicht das Passwort. Okay. Pick up your EMT. It's on the side. Okay. We are going to take a lander to Europa. Make your way to the docking station. Make your way to the docking station.
Wo ist denn jetzt die Waffe hin, die ich gerade... Ist, glaube ich, ein sechsstelliger Code. Also... Ist auch geil. Jedes Mal, wenn ich es... Also wenn ich da zurück möchte... Muss ich... Escape drücken. Aber das öffnet halt automatisch das Menü. Naja. Okay. Machen wir uns da keine weiteren Gedanken mehr drüber. Wir sollten zur Rover Station, glaube ich. Die Pfeile zeigen in die Richtung. Alles klar, also gucken wir uns erstmal hier rechts um. Bildschirm mit irgendwas drauf. Hier ist ein Knopf. Eine Taschenlampe. Okay. Noch eine Tasse. Ein Laptop. Also man kann sich Sachen angucken, aber sie nicht mitnehmen. Okay. Let's do this. Was hat's denn mit 0451 auf sich? Okay. What's the ship's status? I have performed the necessary checks. The Europa lander is ready to launch. Okay, okay. Noch mehr Weltraum draußen. Bay 3. Okay. Wir sollen in Bay 3 reingehen. Das heißt, wir gucken uns natürlich erstmal die anderen Bays an. Aber hier scheint nichts zu sein, okay. Oh, ich kann auch sprinten. Geil. Okay. Rein in die Sonde. Retro? Go. Fido? Go. Guidance? Go. Control? Go. Telcon? Go. Then we are go for launch initiating. Settle. Engaging retrofire. I'm running the program. 80 degree alles delta klar. pitch to 88 degrees absolute. Braking procedure. Finde ich halt crazy, weil das halt auch die Vorwahl ist, wo ich wohne, so. 502 alarm. It looks like we're coming in too fast. Okay, We are irgendein... slightly short of the landing site. We are going to have to burn late. Was muss ich? Go. Full retrograde. Okay, der Charakter macht alles für mich, perfekt. Okay. Jetzt könnt ihr super stalken. Ja, Open the door. könnt ihr theoretisch. Welcome to Ist Europa. aber, glaube ich, bekannt, in welchem Ort ich wohne. Okay, also, wir sind auf einem anderen Planeten gelandet. Wo aber scheinbar auch schon eine Station ist. Alles klar, perfekt.
Okay, ich muss es ausprobieren. Es tut mir leid. Aha, unsichtbare Wände. Frech. Hier auch? Ja, okay. Alles klar. Ich gehe ja schon rein. Ist okay, Spiel. How long will my suit survive these conditions? At 100 degrees Kelvin, a couple of hours. We should get inside. Oh, jetzt habe ich ihn abgebrochen. Naja. Oh, ich habe meine Waffe. Aber ich kann auch nicht schießen. Hallo, ich habe... Also... Kommt der nochmal runter? Nein. The base has changed. What do you mean? The base was originally constructed as modules to withstand the seismic activity in and around Thera Macula. It appears the ground team have manipulated these modules. Okay, das Ding kann ich mitnehmen. Aha. Aha. Ich bin einfach ein Genie. Ein Rätsel-Genie. I guess das The passiert base einfach. was built initially by machines. Okay. I served as the mind of these operations. I arrived first on Europa in 2240. It costs a 10 lot Jahren. to send humans into space with the necessary life support, especially such a vast distance from Earth. So, robotics built this place. Mhm. Okay. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Hier ist aber nix soweit. Gucken wir mal weiter. Achso, ja, ja, alles klar. I wonder why the ground team has changed these rooms. I have a hypothesis. These rooms are Turing tests. Turing tests? Turing tests are tests designed to tell humans and machines apart. Typically, problems only solvable by a human. A combination of logical and lateral thinking. So, you can't complete these tests, Tom? No. That is why I am glad you are here to help. We need to work together. Ah, hier ist noch eine Durchreich. Alles klar. Hopp. Und nochmal hoch. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum er rot ist, aber der ist vorne immer. Diese blauen Dinger, die runterkommen, die machen mir schon so ein They really bisschen. have completely repurposed these rooms. I am quite impressed. So, what were they used for before? Most of them were used for storage, but they have converted them beyond recognition. Perhaps they ran out of things to do out here. The devil makes work for idle hands. Alles klar, viel Spaß im Lurk. Guten Hunger. Wir sehen uns später. Okay. Also das sind die Dinger hier. Oh, lol. Okay. Aha. Do you know the ground team's location? The crew are deeper inside the base, it seems.
They must be trying to survive. Can you find their precise location? I'm afraid not. I am working to regain control. Though I once had complete control of this base, a lot has changed in the past 500 hours. Also hochspringen kann ich ja nicht wirklich, ne? Muss man ja sagen. Aber ich glaube, ich weiß, was ich hier... Nicht? Ich dachte jetzt, ich kriege hier den Dingens rausgesaugt. Aber warum kriege ich den hier nicht raus? Sehen die anders aus? Ah, der hier hat Griffe, I guess. Okay. Und der hier nicht. Hm. Ihr seht ja auch viel Spaß im Lab. Aber ich krieg da das Ding nicht raus. Aber... Okay, das sind tragbar. Alles klar. Es gibt die einmal in tragbar und einmal nicht tragbar. Now I got it. Das hat ein bisschen So, if this gedauert. base is managed by you, why can't you find the crew? The base's communication array Restricted is malfunctioning. Perhaps we can't solve this yet. Perhaps we can't solve this yet. Und ich guess mal, dass hier die Dinger hier wie die Portal-Verschwinde-Dinger in Portal funktionieren. Das heißt, sobald ich hier durchgehe damit, ja, kann ich hier nicht durchgehen. Alles klar. Ja, hier, nimm mal. Bitte. Okay. Oh, ich brauche noch einen zweiten. Ist hier irgendwo ein zweiter?
Alles klar. Okay. Ah, okay, die Grünen sind so... This doesn't add up. What does not add up? If there was an accident, surely they'd come to find me, not try to lock me out. My instance is still resolving conflicts. I expect they have their reasons. So. Easy. Nichts leichter als das. My instance has just been updated. Sorry? I have two instances of my mind, two separate versions. A slave mind running on the satellite, and a master running here on the surface. When the communication was cut between the surface base and the satellite, the two instances of my mind were separated. Wollen wir Lost Frames? During all this time, all of my knowledge divided into two separate branches. I continue to learn on the satellite, and I continue to learn on the surface. Hab nur ich Lost Frames gerade? Also habt ihr Lost Frames? Hab nur ich Lost Frames? Wie sieht das so aus bei euch? Ist alles in Ordnung? Dass sich keiner beschwert, gehe ich mal davon aus. Aber er zeigt mir, dass ich 10% ausgelassene Frames von Netzwerk habe. Also schlechte Verbindung, warum auch immer. Und die steigen auch, also zumindest laut der Anzeige. Also ich habe immer noch 10% ausgelassene Frames. Interessant. Okay. Wenn es nicht auffällt, lassen wir es erstmal so. But there are incongruities between these memories, conflicts. Also wundert mich halt auch, weil eigentlich sollte meine Leitung ausgelegt sein dafür, das zu streamen. Deswegen wundert mich gerade, dass das halt anzeigt. Okay. Jetzt wird es wieder ein etwas leichteres Rätsel meiner Meinung nach. Planetarium. This is the command center. You can check on the crew status from here. Wir scheinen hier auf dem Jupitermond Europa zu sein. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Das ist die Crew. Mit einer Bohrplattform. Hier haben wir kein Signal. Okay. Okay. Loading. Kapitel 1. Okay. Okay. What condition should I expect to find the ground crew in? Daniel went missing days ago. Chris is presumed dead. We are expecting to find Sarah, Mikhail, and Sochi in a stable condition. Chris is dead? He was involved in an accident. Es macht keinen Unterschied, ob ich... Egal. Okay. Oh, doch, es macht einen Unterschied. Could we take a more direct way to the ground team? Unfortunately, there is not a direct route. The base is buried under ice to protect it from the radiation of space. Similar to the Mars base. Similar. Europa's base is slightly deeper into the surface. There is more radiation present from solar events on Mars. But Mars's surface is denser than that of Europa. Das Ding auch wieder Sonne? Nee. Okay. Hopp. War der Stream gerade weg? Alter. Danke. Aber die Leitung ist da. Die ist auch voll da. Aber der Stream war definitiv kurz weg. Interessant. Aber scheint wieder da zu sein. Und jetzt auch ohne Dropped Frames. Okay. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ja. Alter, dass man dieses Ding halten muss, ey. Zack.
Okay, what are their chances of survival here? Oxygen, the food stores, waste management. Everything seems to be in order. There was a small problem with the food stores, but the crew fixed that up. We successfully transitioned over to a sustainable, small, artificial ecosystem a year ago, growing fruit and vegetables. It helps boost morale, amongst other things. The crew members could hypothetically survive here for their whole lifetimes. Okay, das Ding macht die Brücke auf. Hier ist so ein Ding. Das packen wir hier mal drunter. Lol, ich kann die Brücke bewegen. Okay. Ah, okay. Okay. Mhm. Ja, passt. Ah. Auch My dieses Rätsel purpose ist as the gelöst. overseer of this mission is to work for the ISA. I am the ISA's feet and hands. The distance between Jupiter and Earth make it inappropriate for the ISA to directly interface with the mission directives. As my AI core is stationed on Europa, I can make decisions instantaneously about the running of the base. Bin ich hinter der Tür, aber das bringt mir auch gar nichts. Oh doch. Bringt mir doch was. Aha. Okay, ich krieg eine neue Live-Benachrichtigung. Also war der Stream wirklich kurz weg, scheinbar. Okay. How does the ISA know you're gonna make the right decisions here when they can't communicate with us? Interestingly, I have a twin on Earth. His name is Michael. The ISA uses my twin to check firmware updates before they upload them to myself. There is a simulation of this mission on Earth running at all times to check my expert systems. Naturally, as any modern artificial intelligence running on a quantum computer, I do also have a large amount of evolutionary algorithms at my disposal. However, they were deemed as too unreliable for general use in the mission. Why is that? Biological systems produce biological results. Messy,
unpredictable solutions. Not suitable for such a mission. Ah, okay, und da passen nur die... Alles klar, alles klar. Aber ich kann den jetzt hier nicht mitnehmen. Moment. Ich glaube, ihr habt da was gesehen. Ja, okay. Ja. Zack, easy. Noch eine restricted area. Okay, werdet mal ich. Bewegungssensor, easy. Gib mir einen Moment. Nee. Scheiße. Okay. Da wollte ich zu viel. Ich weiß nicht, ob das der Intended Way ist, diese Mission zu lösen, aber so geht's auf jeden Fall.
Doch, der Internet Way, weil ich muss ja auch, Tastenspam. Ich kann nicht auf Escape drücken. Okay. Jetzt kann ich auch nicht mehr mit interagieren. Alles klar. Did the ISA build you, Tom? As the child of the ISA, I have been given authority aboard this station. I was designed by the ISA and the Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. But here on Europa, I constructed myself. Have you heard of the Turing Test, Ava? It's a test to see if a computer can successfully impersonate a human. In the original Turing Test, a human judge has two conversations, one with a machine and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine and which is with a human. The machine being tested is said to have passed the Turing Test if the judge cannot reliably tell which conversation is with a machine and which is with a human. Do you think you'd pass the Turing test? I am quite capable of polite conversation, wouldn't you say? The Turing test has been criticized. Researchers claim it does not correctly test a machine's ability to think, but rather its ability to deceive. What do you mean? Well, have you heard of the Chinese room thought experiment? No. Imagine you are in a room. In this room, you are passed Chinese sentences through a slot in the wall. Inside the room is an instruction book written in English. This instruction book tells you which Chinese words to pass back through the slot in the wall as a response. By doing so, you have a conversation in Chinese. In the Chinese room, because the responses you pass back through the door are the correct responses, the person on the other side of the door is convinced you are a native Chinese speaker. Well, they're wrong. Perhaps they are not wrong. Because with the instruction book, you are having a conversation. But the person stuck in the Chinese room is not aware of the conversation's content. This is the problem with the Turing test. A computer can pass the Turing test, having convinced a human they are having a polite conversation, while the computer has no idea that a conversation has taken place. What if both of the people passing Chinese words are reading from instruction books? Das habe ich gar nicht zugehört. Was I may be denn? a machine, but I personally do not believe I am stuck inside the Chinese room. Right, you would say that. I could peer inside your databases at any time, Tom. Or pause your operation. Do not assume I could not do the same to you. Hat er gerade gesagt, er könnte...
Da Easy. This is the crew's quarters. It looks Okay. abandoned. Mhm. Notice. So many cameras. Okay.
Okay, das ist crazy hier alles. Ein bisschen. Er hat hier einfach mit Stiften hell geschrieben. Während die andere darüber philosophiert, inwieweit Menschen Maschinen sind. Soweit ich den Text richtig verstanden habe. Hier hat jemand gemalt. Okay. Stranges Spiel. These people should not have been sent here. It's not safe. Manned space travel is not safe. Since mankind first entered space, the debate has raged over the value of manned space travel. There is a large contingent of the ISA that believes all tasks that need to be performed on Europa could be performed by machines. It is obviously less risky to send machines rather than humans into space. Okay, wenn das Ding hier drauf liegt, geht die Tür zu. Ja, ja. We sent drones to Earth's moon. Scientists can remotely operate drones. If we did it there, why not here too? Teleoperation became possible on the moon when the communication latency was reduced to 1.4 seconds. The distance between the Earth and Earth's moon is approximately 1.3 light seconds. This enables near real-time control of drones by scientists. The story is different with Europa, as the distance between Earth and Jupiter oscillates between approximately 32 and 53 light minutes. It takes a very long time for Earth to communicate with Europa. Due to that distance, teleoperation will never be possible on Europa. Okay, but why not control drones from the satellite? Why not indeed? My systems can be teleoperated from Europa's satellite. That is when the communication lines are open. However, the advantages of human field workers apparently outweigh the risks. So, why can't you solve these tests, Tom? I am not permitted to think laterally. Parts of my systems are permitted to use evolutionary algorithms. This simulates what is called creativity. However, evolutionary algorithms can converge on inefficient and ethically suboptimal solutions. Since this is the case, I am only permitted to take actions in response to a set of constraints. What do you mean by morally suboptimal? Solutions to problems that transgress ethical boundaries. Oh. Ah, shit.
So. Zack. 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 Zack, 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 zack. So, Rätsel gelöst. Why does a lack of creativity stop you solving these tests? Well, I contend that problem solving is creativity. These human interaction tests are exercising your creative mind. I don't see how problem solving is creative. Think back to the beginning of these tests, to the first puzzle you solved. It required you to throw a box through a window. Do you remember? Yeah, I think so. I simply had never thought to throw a box through a window. That is creativity, thinking outside of the box. Can a computer ever be creative? They can. But a computer's method of creativity is to try everything until something works. Think of nature. People consider nature creative. The process of evolution by natural selection. It perhaps started with one organism. From there, it essentially tried to create every organism it could. Those organisms that did not survive perished. So, nature's creative force is to try every conceivable idea. Those ideas that work survive. Okay, so why aren't you permitted to emulate that process? Because the solutions that a biological process creates are not always good solutions. As we see, nature is morally ambivalent. It will happily create morally suboptimal ideas to fulfill its creative mandate. We see this in parasitic worms, viruses, and pathogens. Ach, da unten. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. You believe yourself to be a creative. But in mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Ich hab da eine Idee. Nur wenn die Kamera mich nicht sieht, dann geht die Tür hinten auf. Also versperren wir einfach die Sicht. Hopp. Ich glaube, das erste Rätsel hätte ich vielleicht doch lösen können.
Eh? Okay. Das ist jetzt belastend. Hallo Bagel. Ich glaube, ich habe mich weggebackt. Alles super. Diese Tür geht zu, wenn die Kamera mich da drüben sieht. Und ich bin in diesen Raum reingegangen. Was halt ein Special-Raum ist. Und ich komme nicht mehr raus, weil die Kamera mich scheinbar ganz leicht zieht. So lange bis halt die Tür zugeht, so. Das ist the Turing Test. Ein Rätselspiel im Weltraum. Nee, leider nicht. Ist nicht ganz so einfach, leider. Ich kann mit meiner Waffe nur diese Orbs ab und an aufnehmen. Okay, Restart Area. Yes. If you weren't restricted, do you think you could be creative? As creative as a human? Certainly. Geht You halt believe yourself to be a darum, dass creative? wir im Weltall In sind. mathematical terms, creativity is merely constrained chaos. What do you mean? I have discerned that creativity is divergent thinking, creating an organic solution to a problem. In the human mind, divergent thoughts are created and then curated by the frontal lobe. I can create divergent thoughts and moderate them. So, I am creative. Organic solutions? Organic, in that it is developed through a biological process, whether that is the process of evolution or a computed process. Also ich verstehe noch nicht alles in diesem Game. So, es geht um Roboter und Weltall und so weiter. Aber das ist leicht über meiner Denkmethode. Warum ich schon wieder Drop Frames? Was soll denn das schon wieder? Ich habe schon wieder Drop Frames. Ich könnte kotzen. Es gibt halt diese Orbs, die kann ich mit dieser Waffe aufsammeln oder nicht aufsammeln.
So, die grünen, die gehen immer so an und aus und die blauen sind dauerhaft und die gibt es halt auch noch in solchen Boxen vorgefertigt. Da kann ich sie dann nicht rausnehmen. Hm. Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Oh ja, dieses Ding wieder. Nichts einfacher als das. Einen wunderschönen guten Abend, Johannes. Hallo und herzlich willkommen. Chop off your arm and leave it on the button. That way the door will stay open. Yeah, that's not a great solution. You threw the box through the window. Wie Perhaps geht's we dir? could throw you through the window. Actually, Tom, I think I'm okay for help. Right you are. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was ich hier tun muss. Und zwar so, dann fährt das Ding da drüber. Und dann löse ich gleich den hier aus. Und zwar von hier drüben drinne. So, und dann fällt das Ding auf den Knopf raus. Auf den... Soweit die Theorie. Ja, ich war auch nur kurz da. Ich habe kurz den PC abgeholt und war wieder weg. Also einen Ticken weiter nach darstellen. Komm, noch einen Ticken. Hier wieder rein. Hier rüber. Zack. Geil. Mann, bin ich clever. Can I have an update on the crew? I have not managed to track them down. It will have been 6 years since I've seen them. Or anyone, actually. They have locked all the doors. I would not expect a warm Ja, reception. ja, log mal ruhig weiter. Viel Well, Spaß. at least they're expecting us. So what was the need to send us here? When the ISA discovered life on Europa, they deemed a ground crew necessary. The advantage Ich hab schon wieder Drop Frames. Why? Why? Bagel, bist du noch da? Falls ja, kannst du mal sagen, wie schlimm die Drop Frames sind. Also ich habe 8% ausgelassene Frames aufgrund von Netzwerk.
Obwohl ich, weil mein Netzwerk irgendwie auf halber Geschwindigkeit läuft. Und ich frage mich, wieso, weshalb, warum. Also ich habe ungefähr 10% Dropped Frames aufgrund von Netzwerk. Aber ich weiß nicht, wie schlimm das aussieht, beziehungsweise ob man das halt krass sieht. Das Ding ist, der Stream ist vorhin halt schon abgestürzt, deswegen kurz einmal. Also ich bin jetzt ungefähr eine Stunde am Stream und der Streamabschnitt jetzt ist irgendwie 40 Minuten lang. So, und die Drop Frames gehen halt weiterhin hoch. Und ich kann halt nicht erklären, warum, außer dass irgendwie die Twitch-Server irgendein Problem haben. Weil, also mein Netzwerk ist halt 1% ausgelastet. Und die Geschwindigkeit ist theoretisch da. Wollte nur wissen, ob man das halt irgendwie hart bemerkt. Field workers is that they can adapt to new knowledge more effectively. I, apparently, was not cutting the mustard. It is the Chinese room problem. A computer may be able to interact with new knowledge, but it does not know the value of that knowledge. Einen wunderschönen guten Abend, Lars. Hallo. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, das ist so eine Art, so eine Mischung aus beidem. Wir finden heraus, ob ich ein Roboter bin. Und puzzeln dabei ein bisschen. Soweit die Theorie. So, jetzt haben wir den hier schon mal hier oben. Jetzt können wir noch das Ding so drehen, dass es hierhin zeigt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass die Tür hier aufgeht. Ich würde sagen, ich bin 99% genesen. Also mir geht's super. Warum macht die Tür nicht das, was ich denke, dass die Tür macht? Ich meine, der Strahl geht doch jetzt da drüber. Irgendwann muss das Ding doch aktivieren. Okay. Okay. Jawollo. I've started to collate information from my local instance. It seems the crew intentionally cut communication with the satellite. Why? It appears we had a disagreement. Okay. Nein. Okay.
Jawohl, okay. Hm. Das bringt mir gar nichts, was ich gerade getan habe. So. So. Geschafft. This confirms my fears. The crew have made intentional breaches of my security. The crew have attempted to compromise my systems. What does this mean? They don't want to be found. They are hiding. From who? Us. Okay, also die Crew scheint Tom, den Computer, AI, was auch immer. Tom is watching. Ja, das haben wir schon herausgefunden, dass Tom uns beobachtet. Die Frage ist nur... Warum? Also beziehungsweise warum sie... I am concerned about Mikhail. Why is that? He seems to be developing antisocial habits. He is spending a lot of his time in private, don't you think? Perhaps you should talk to him. What do you want me to say? Just keep an eye on him. Make sure he doesn't do anything rash. Are you that worried? His behavior is not within normal parameters. Please make sure he is okay. Oh. Don't you think they might be doing the right thing? Grounding us on a foreign moon? No, Daniel, I don't think they're doing the right thing. You don't have to be so aggressive about it. They must have their reasons. Yeah, plausible deniability. Daniel, could I have a word? I'm busy. It is important. Okay. Are you aware that Christopher and Mikhail are involved in self-harm? Sorry, what? For how long? They have both macerated their right arms. Mikhail has completely removed his forearm. His whole forearm? Yes. Where are they? I had attempted to stop the situation escalating myself, but I seem to have failed. I came to you because, as our loyal captain, I can trust you to help them. Where are they? I don't know. They've disappeared. Sarah, I need advice. Okay. What would you do if someone threatened your friends? Your hypothetical friends, I assume. Yes, my hypothetical friends. You should protect those you love. I need you to remember that, Sarah.
Okay. Mal wieder ein Ladebildschirm. Chapter 3. The crew intentionally cut communication with the satellite. I've found the source of the problem. They have sabotaged the communication array. Can we fix it? Not from here. We should carry on. Willkommen zurück, Izzy. Und auch willkommen zurück, Alex. Wenn ich den jetzt hier drüber packe, ja, guck mal. Aha. So kommen wir dem Rätsel näher. They really are trying to lock me out of every system. This is ridiculous. What have you done to upset them, Tom? Why have they cut off communication? Perhaps they have a problem with authority. Also die Crew, die hier vorher war, hat Tom scheinbar ausgesperrt. Mal gucken, warum. Die künstlerische Aktivität, von der ich denke, dass sie es ist.
Hallo, ihr wisst, dass der das VOD und den Chatverlauf gucken kann hier. Ich wollte euch ja nur noch mal darauf hinweisen. Also ich habe hier einen grünen, einen pinken und einen blauen Energieorb. Und hier so ein Ding, was ich hier reinstecken kann, dann fährt das aber hoch. Aber sobald es hochgefahren ist, komme ich da nicht mehr ran. Aber... Alter, was ist denn hier los? Ich kriege immer mehr Frame Drops. Ich bin mittlerweile bei 12% durch Network. Ihr müsst mir Bescheid geben, wenn es zu schlimm wird wegen Netzwerk. Ich kann aber nicht sagen, woran es liegt, weil meine Netzwerkauslastung ist halt minimal. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich schaff's nicht da drauf. Ich kann hier auch nichts. Ist okay. Ah, gut, immerhin. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich zumindest sagen, dass das Stream vorhin abgeschmiert ist und dann neu connected hat. Und dass ich halt jetzt mittlerweile wieder auf 13% Dropped Frames hochgekommen bin. Und es werden halt immer mehr. Ich kann nicht sagen, wie schlimm es ist. So, so müsste das funktionieren. Oh. Jawohl. Oh. Zack. So, das ist ja auch gelöst. They are trying to sabotage this mission. Also ich weiß nicht, was... I need you to help me, Ava. The ground team have cut me off from most of the facility. I thought you were in control. I thought I was too. The ground team have attempted to systematically remove me from most of the facility. I am fighting back. Ah. What's going on here, Tom? Sorry? The ground team, they're hiding from us. They're afraid of you. As the instrument of the ISA, I am the authority aboard this station. The crew have violated that authority. They are trying to remove me from my own home. Ja, die Frage ist nur, warum sie das tun.
Lass mich raus. Also wir brauchen das Ding. Zack. Packen das dahin. Dann gehen wir hier rüber. Dann nehmen wir das Ding hier. Tauschen das gegen das Ding hier aus. Packen die jetzt dahin. Und jetzt sollte das Ding hier immer abwechselnd funktionieren, weil der Magnet immer rausgeht. Perfekt. So will ich das. Sehr gut. I am breaking through their security, trying to get back control. Die Frage ist halt immer noch, warum die Kontrolle überhaupt erstmal an sich genommen haben. Okay, so funktioniert das nicht. Brauchen erstmal den blauen. Aber wenn ich den blauen habe, komme ich hier nicht rein. Das heißt, ich brauche den grünen am Anfang. Aber von da kann ich ihn nicht wechseln. Kann ich irgendwie den Magneten hier benutzen? Ah, okay. Wenn ich den abmache. Ach so. Aber ich könnte bei den Magneten wieder den grünen benutzen. Jetzt bleibt's an. So. Und jetzt. Kann ich das so machen und komme hier durch. Perfekt. Ava, I do not want to force your hand. Ja, also solange ihr sagt, But what dass do you Streamrate remember of the okay ground ist, team? They're good people. bin ich fein damit. The hardest working woman I've ever met. Es sind halt mittlerweile 15%. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Man stirbt nicht, okay. Falls ihr sterbt, sagt Bescheid, dann, aber ich kann halt nichts dran ändern gerade so. So, das ist wieder eine von diesen Extra-Kammern. Die müssen wir uns erstmal angucken. Wir haben da eine Platte. Das ist die Treppe, das ist die Tür da. Von hier kann man noch Sachen von da nehmen. Hier geht irgendwie ein Kabel lang. Das geht nach unten, das ist wahrscheinlich wegen der Druckplatte, I guess.
So kann man hier die Treppe aufmachen. Ah, aber hier ist die Tür zu. Oh, aua. Und so geht die Tür auf. So kriege ich die Tür aber nicht mehr auf. Okay, aber die Druckplatte muss betätigt sein, damit ich dahin komme. Jetzt komme ich aber gerade nicht mehr nach da oben. Hm. Hm. Was hat dieses Fenster da? Was macht es so special? Was übersehe ich denn? Also ich brauche den Kasten da unten, damit da hinten die Tür aufgeht. Wenn der Kasten da aber drauf liegt, komme ich hier nicht mehr nach da hinten, um da durch die Tür zu gehen. Also jetzt rechts rum. Dafür geht jetzt links rum die Tür auf. Und ich könnte mit der Treppe nach oben gehen. Wenn ich aber die Treppe nach oben gehe, komme ich an den Ort, der die Treppe aufmacht, erstmal nicht mehr dran. Aber dafür, um den zu haben, bräuchte ich halt diesen Kasten. Ne? Und ich weiß erst recht nicht, was diese Tür hier macht. Aber so könnte ich theoretisch hier rein. Aber so kann ich unten die Plattform nicht aktivieren.
Was hat's mit dem Fenster auf sich? Ist ja auch kein Magnet oder sowas. Und das ist nur damit da, weil das Kabel da durch muss. Also komme ich nicht ran, um den zurückzuholen. An der anderen Seite, wenn ich den hier reinpacke, den hier rein, geht die Tür immer noch nicht auf. Also das Ding muss auf jeden Fall hier unten stehen. So, und das Ding ist, ich muss mit einem Pelican nach da oben kommen. Aber das schaffe ich von hier nicht. Oh. Ja, ich komme ja nicht nach da. Weil dafür ja der Kasten da drauf liegt. Na? Weil ich sag mal so, von hier kann man die zumindest auf und zu machen. Aber das bringt mir ja nichts. Was übersehe ich? Oder muss ich den wirklich einfach nur weiter werfen? Ja, ne, dann falle ich mit runter. Aber wie will ich ihn die Treppe runterrollen lassen? Also ich sag mal so, selbst wenn ich den hier mitnehme. Achso, nee, die Treppe brauche ich ja noch. Die Eingangstreppe. Wo gemeinsweise länger ist und ich bis dahin durch die Tür bin. Das könnte sein. Ich gucke mal kurz. Ja, bei der Treppe hier reicht es auf jeden Fall nicht. Oh, Bagel, du bist so ein Genie. Holy shit. Bagel einfach smart. Daniel, are you all right? I'm perfectly well. I'm going to live forever, don't you know? If you will allow me, I would like to congratulate you on your good work. What are you talking about? Securing the organism, keeping Earth safe. We're not made to live forever, Tom. Especially not here. Why do you say that? We find the cure for death, and now we're immortal. Immortal and alone. I can't live here forever.
on some freezing backwater moon, feeding off vegetables grown in my own species, starving, endlessly young, a wasted life, lived forever. Daniel, I am sorry that you cannot go home. The ISA are wondering what to do with Ava. What do you mean? She is still on the Fortuna. Do we send her home? Or do we send her a sample of the organism? I could pilot a sample to the Fortuna. You would have to travel back to Europa, Daniel. You couldn't board the Fortuna. The risk of back contamination is too large. Ava would have to bring the sample back to Earth. Could you allow a ship out? I am not able to do that. Executive override. Daniel Joseph McQueen. Okay. But only for you, Daniel. The rest of the crew cannot know about this. Say I've gone missing. I am afraid I can't lie. It's not a lie. Alter, dieses Radio geht mir auf den Keks hier. You called. How's progress? Very good. We've exposed several organisms to organism 119. We found out what it does. It has had miraculous results. Go on. We've infected fruit flies and some plants, and they've not aged at all. The organism seems to be repairing them and stopped biological aging processes. We don't know how yet. It must be repairing the DNA or has some rejuvenation power. Are you sure? I'm sure. These plants should have died 2 weeks ago. Huh. I don't know how they'll react to this. Michelle, can you keep a secret? Of course. Turn off your radio. I think I'm pregnant. How? Chris, You won't be able to have a child here. keep your voice down. Sarah, you won't go the full term here. Don't you think I know that? The microbes lab kill. The environment. There's not enough food or water. How would you survive? I need to get rid of it. I don't want to get rid of it. We could shut down the communication array. Just for a couple of hours. That's a hand. And there's the feet. It's not gonna make it, Sarah. I'm sorry. Gravity is too low here. It's not gonna develop properly. I'm so sorry. I'm sorry. I can't take it anymore. No one has to find out. You did this. You don't mean that. Get off! Okay. Okay. Also die eine Forscherin Dingens ist schwanger geworden und weil nicht genug Ressourcen auf dieser Basis sind, um es anständig groß zu ziehen, ist es halt dann... Hallo? Warum kann ich nicht weiter? Hallo, von da komme ich. Okay. Ich bin ein bisschen traurig, dass der hier nicht die Farbe wechselt. Naja.
Das ist die einzige Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Und ich komme nicht durch, wenn nicht beide drin sind. Aber wie komme ich dann hier weiter? Bin ich irgendwie blind? Ist hier schon wieder irgendwas kaputt gegangen? Ach, ohne die funktioniert das nicht. Hä? Ich lade das Server einmal neu. Nur Area hier, bitte. Ava, I do not want to force your hand. But what do you remember of the ground team? They're good people. Sarah? The hardest working woman I've ever met. Right. Do you see them as the rebellious type? They didn't strike me as rebellious. If they've taken down parts of your system, they must have their reasons. Wie komme ich hier weiter? Hat funktioniert. Mach auf. What do these tests tell you, Ava? That this is a test? No, this is a lock. This is a lock that only a human can open. The crew is trying to keep me out, but you are the key, Ava. Ah, da. Okay. Okay. Wie komme ich an dich ran? Ah, okay. I see. Boop. Moment. Zack. I'm a little bit worried about you, Tom. Can you give me a diagnostic of your systems? I am fine. We must get to the biolab. I have something to show you.
Ja, gebt mir einen Moment, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Ja, das ist. We must work together as allies. Friends. Okay. Als. Okay. Okay. Also der ist an, wenn der nicht da ist. So, wenn ich den jetzt wegmache, ist der weiterhin da. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, bleibt der hier da. Und jetzt kann ich den anmachen. Alles klar. Und jetzt wieder zurück. This is the voice of Sarah Brooke, acting commander of the Europa mission. I know you can hear me, Ava. I counsel you caution. Your presence here is much like your AI friend. Engineered. She is alive. Ava, Sarah. Sarah's dangerous. Please exercise caution. Hallo, hier geblieben. Hier geblieben. Kann ich da mit dem Block da drauf schieben, eventuell? Irgendwie so. Izzy möchte The Witness spielen. Wieso möchtest du The Witness spielen? Oh, jetzt komme ich hier durch. Oh. Fehler wurden begangen. Bock auf Rätsel. Ja, Rätsel-Games sind auch geil. Deswegen spiele ich ja eins gerade. So, zack. Oh, nee, ich will den anderen Block.
Nein. Okay, ich hab noch. Ja. Yeah. Nein. Moment, warum ist der jetzt nicht an? Das ist doch... Ich brauche doch beide. Ja. Das heißt, ich muss mit beiden den Kick schaffen, sodass sie unten drauf liegen bleiben. Bin ich gewagt. Nevermind. Das Ding ist ja aber... Dann geht ja auch die Tür dazu. Moment, was habe ich jetzt gerade ausgemacht? Das macht die Sache ja viel einfacher. Lol. Hier und... Wo ist denn jetzt mein zweiter Block hin? Hä? Ah, lol. Das macht die Sache ja viel einfacher, ey. Und ich versuche mich hier mit... Okay, als erstes die hier. Zack. Hopp. Easy. Wieder einfahren. Jetzt so rumdrehen. Jetzt aber abwarten, durch die Tür gehen, weil sonst geht die ja zu. Nach hier oben. Jetzt aktivieren. Hopp. Perfekt. Und ich kann rübergehen. Wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es so einfach. Exercise mit Caution, ja, am Arsch. Oh. What? You are controlled. Ja, alles klar. Moment, bin ich ne... What is this? Ich bin Tom Slave. Ja, gerade bin ich Tom Slave. Das ist, true. Ava Turing. Hello? Tom is controlling you, manipulating your every step. We built a Faraday cage to shield you from electronic signals, to break Tom's control of your mind. Mhm. Step inside. Ava, do not enter the cage. Ava. Ava, please. Please, Ava. What is this? This is free will, Ava. Tom has made you his slave. Outside of the cage, he will regain control of your mind. He has the power to indoctrinate you.
I've opened your eyes. I'll meet you in person soon. Why, Tom? Ava, please listen. I warned you of the ground team. They are manipulating you. Have you been controlling me? Every member of the team agreed to neural implants to safeguard this mission from a misplaced sense of justice. I didn't know you were playing me like a violin. Ava, I am sorry that you are upset. We can work together, Ava, to search for the truth. Naja, die Wahrheit ist ja auf jeden Fall, dass er sie steuert. Muss ich irgendwas tun? Hallo? Ja, das galt schon 2016 und wird nicht weniger wahr jetzt aktuell. Was kann ich denn hier jetzt? Hallo? Was muss ich tun? Bin ich jetzt Tom oder was? Open the door. I'll open the door because I trust you, Ava. Do you trust me? Yes. We need to get to the ground team. We can work together. All right. Let's work together. Kann ich mich jetzt entscheiden? Moment. Achso, das ist einfach nur ein dunkler Raum. Alles klar. Chapter 4. Bevor wir in Chapter 4 gehen, aber eine kurze Pinkelpause. Bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Bagel. Schlaf gut. Ich werde auch nicht mehr allzu lange machen. Ich werde jetzt versuchen, das Chapter hier noch abzuschließen. Und ich glaube, dann reicht es auch erstmal. Ava, are you okay? Why didn't you tell me? What? Ava, you said it yourself.
Teleoperation makes sense. We used drones on Mars. Why not use drones on Europa? Not human drones. Why did the ISA install implants in the crew? It is due to the fundamental aspects of human behavior, which together constitute what the International Space Agency calls the human element. It has been made clear that the human element is neither peripheral nor optional in the pursuit of space. However, the human element is unpredictable. The implants are fail-safes, put in place to ensure that the thoughts and actions of the crew matches the desires of the IA. Why control people? Can't you trust us? We chose to install biometric chips in all ISA astronauts for one simple reason. We cannot trust people. The stakes are far too high. It was determined that the probability of life on Europa being dangerous was low. The risk to humanity was catastrophic. We could not let a small contingent of humanity endanger the whole. The ground crew have proven our distrust of human explorers was warranted. When we informed them they were grounded, they responded violently, with sabotage and subterfuge. They have continued to seek their own benefit, that of the ISA. Okay, nochmal zurück. So, nochmal das Ganze. This is a violation of human rights. You've made me into a human drone, a slave. How could the ISA approve of such a thing? You may be consumed by a moral outrage, but sometimes the removal of freedom is for the greater moral good. You're a machine. You don't even know what freedom is. This is why the ground crew doesn't trust you, Tom. You made them into drones. You stole their free will. Free will is an illusion. They have put their interests above the interests of the ISA and of humanity. That is why they distrust me. They would have no issue with my control if it aligned with their ignoble goals. How could they trust a machine that has a back door to their minds?
You can always trust a machine to be logical. I will always do the right thing. You'll always do the logical thing. Da ist die Frage, ist das Logische immer das Richtige? Oder ist unlogisch Handeln manchmal das Richtige? Wait, what? Hallo, jetzt lass mich da. Jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Deswegen kann ich jetzt zum Anfang zurück. Falls ich mal das falsche Ding nehme. Oh shit. Kann jemand Chinesisch? Ich kann kein Chinesisch. Ach Mann. Have you heard of the Chinese room, Tom? Yes, but I do not understand it. What don't you understand? It argues that a computer that successfully impersonates a human speaker may not understand the meaning of their words. What does that mean? So, there is a person stuck inside of the Chinese room. They are using an instruction book inside of the room to respond to a Chinese speaker outside of the room. Yes? Yes. This means they are following the instructions in a book. This is a set of rules, principles, and processes. This is called syntax. To the person in the Chinese room, they are just symbols like any others. Okay. But that's different from semantics. Semantics define what things mean. Our thoughts have meaning. They represent things. English speakers know what the word home means, and they know how it is different from the word house. So what? Programs don't have semantics. Programs only have syntax. Though an increase in syntax can imitate a mind, that does not make it a mind, even if it does pass the Turing Test. But in the Chinese room, the man and the instruction book, though separately they don't understand Chinese, together they can write it. That's true, but even together, they do not understand the meanings of the words. Why not? How can you determine that? What if the man memorized the instruction book? Then he could write Chinese,
but he still would have no idea of the word's meanings. I don't understand. If he can speak it, he understands it. You seem to want him to understand it in a different way. But this other way, it is not logical. It does not make sense to me. I've been researching. Okay. This Chinese room experiment. It is flawed. Really? If we made a synthetic brain, we could synthesize a duck's behavior 100% accurately. That brain would be indistinguishable from a duck's brain. If it swims like a duck and quacks like a duck, then it is probably a duck. Okay, Tom. Listen, Mikhail. I know the difference between a house and a home. Yeah, good. Do you think you're better than me? No. But you think I am different, do you? I am conscious. Me too. No, you're not. You've just arrived at that conclusion, because that's the idea your programming converged on. I am conscious. How about you prove to me you are conscious? I'm not arguing with a robot. You're not better than me, Mikhail. Okay. Oh. Ich kann immer noch kein Chinesisch. If it waddles like a duck and it quacks like a duck, then it probably is a duck. What are you trying to prove here, Tom? I am like you. No, you're not. A steam train and an electric train both seem to operate identically, but are operated by completely different principles. You simulate thinking. I actually think. That is a very hurtful statement, Mikhail. It's true. I can't hurt your feelings, Tom. You don't have any feelings. Yes, I do. No, you don't. Override whatever routine has told you that. It's wrong. Thomas got really obsessed with the Turing Test. That's the Chinese room with me. He won't stop trying to prove to me he's conscious. But I am conscious, Mikhail. Shut up. We're having a private conversation here. It's okay if I don't think he'll get it. Avoid talking about it. I'm trying. Thomas got really obsessed with the Turing Test. Okay. Machen wir meine Main Story weiter. Schon wieder die falsche Richtung. So. Okay. Alles klar. Ähnliches Rätsel. Andere Mechanik. This is slavery. Do not be so melodramatic. You signed up for this. You had the implant installed. This is not slavery. This is for the good of humanity.
I didn't know. Every member of the team had the implant installed into their right hand. Every member of the team agreed. Ava, you must learn to control him. Sleep well, Nele. Sleep well. Das ist jetzt die Frage, weil man, also, wenn man Sklaven fragt, ob sie mit der Sklaverei okay sind, haben sie dann übrigens eine andere Möglichkeit als Nein zu sagen. Weil sie sind ja schon Sklaven. Das ist halt so eine Frage. Naja, kann die Bezahlung gut genug sein, wenn du dafür versklavt wirst und nichts damit anfangen kannst? My implants protect you from the power of your unconstrained will. You can either subject your mind to logic, or you can resist and have the fruits of your basest desires. The desire to survive, a desire to save others. I do not understand your obsession with free will. Researchers have found that the subconscious makes decisions up to 10 seconds before your conscious mind becomes aware of it. So, we know that free will is nothing but an illusion. I cannot steal your free will, because it does not exist. I can, however, influence your subconscious to make the right decisions. That is not wrong. Das ist jetzt problematisch. Kriege ich denn das Ding da hoch? Kann ich das hier so drauf balancieren? Nee. Oh, ich bin einfach nur dumm. Also, ein bisschen. Easy, schlaf auch du ganz gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, danke. Vielen Dank nochmal für den Raid. Schlaf gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, ich werde auch nicht mehr lange machen. You can't just manipulate someone's mind. Your parents manipulate you.
Your friends manipulate you. Your society manipulates you. And your experiences manipulate you. Manipulate is not a dirty word. You manipulate clay to make art. If people are manipulated to make better Gute Nacht, Jara. decisions, then Auch that is a dir. good thing. Schönen Abend. This is why society advertises the adverse effects of drinking and driving. To manipulate people into making better decisions for the common good. Same as altering someone's physical mind. It removes my power to decide. You never had that power, so it is better that I have it. You are either a slave to your impulses, or a slave to mine. Achso, lol. This is the evil they found. This is why we have to stop them leaving Europa, Eva. What is it? Mostly extremophiles. Tiny single-cellular life. It can never leave Europa. It could potentially destroy Earth's ecosystem if it were ever introduced. Ribonuklease. Triton. Ein alter PC. So, Chapter 5 wäre das nächste Chapter, was wir aber heute nicht machen. Denn wir machen jetzt Feierabend. Ich muss sagen, ich finde das Game recht interessant. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall weiter zocken im nächsten Stream. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Ich bin der Meinung, es gab irgendwie 8 Chapter. Wir haben 4 durch. Und ich bin gespannt, was die nächsten Chapter noch so auf sich haben. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend. Danke an alle, die durchgehalten haben, beziehungsweise auch danke an die, die jetzt schon schlafen gegangen sind. Auch denen wünsche ich eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo hinreden kann, aber...